Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Wird in dieser Paraschat auch Birkat Kohanim ausgesprochen. Birkat Kohanim ist eben die Brachat, der Segen der Kohanim. Genau darüber werden wir heute auch sprechen. Aber es gibt ganz am Ende die Beschreibung der Neziim, der Fürsten jedes Stammes. Ja, die bringen ja Spenden mit. Und das ist ein langes Kapitel, ja, über 80. Über 80 Verse. Haben wir noch schnell. Kapitel 7. Ja, über 80, also 89 Verse. Wenn du jede Spende vergleichst, wirst du sehen, dass alles genau gleich ist. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen. Das kannst du auch bei uns in der Internetseite finden. Deswegen werden wir über etwas anderes sprechen. Noch speziell in dieser Paraschat ist, dass diese Paraschat eben die längste der gesamten Bereich ist. Und das gelesen hat, dass da ein Segen erhalten. Wie gesagt, heute werden wir über diesen Text hier sprechen. Bamidbar, 4. Buch Mosche, Kapitel 6, Vers 22 bis 27. Lesen wir jetzt mal zusammen. Und Gott sprach mit Mosche, sprich mit Aaron und seinen Kindern und sage, so sollst du die Kinder Israel segnen und zu ihnen sagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dir ein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und sie werden meinen Namen auf die Kinder Israel setzen und ich werde sie segnen. Dieser Text auch auf Hebräisch für euch. Da sprechen wir nach der Auslegung hier normalerweise ja über euch, über uns. Gleichzeitig, wenn du die Amida ja machst, gibt es eben genau dort. In vielen Synagogen wird das so auch praktiziert, dass es gibt einen Punkt in der Amida, wo man eben dieser Segen ausspricht für die Gegenwart, für die Gemeinschaft. Wie gesagt, dieser Segen, den nicht nur in allen Synagogen ausgesprochen wird, aber eben in vielen religiösen Gemeinschaften wird auch dieser Segen ausgesprochen. Dieser Segen hat insgesamt 60 Buchstaben. Das Interessante daran ist, sagen die beiden, diese 60 Buchstaben entsprechen den 60 starken Männern von Hohelies Kapitel 3. Vielleicht hast du das schon mal gelesen. Und es sind eben, also da bezieht sich eben auf die Stärke dieser 60 Männer. Und stark oder Stärke bedeutet in dem Kontext ja die Fülle, in dem der Regen der materielle Fülle bringt. Deswegen bringt der Segen von Kohanim, Birkat Kohanim, die Fülle und Segen in deinem Leben, im Leben von denen, die es erhalten. Aber es gibt etwas Seltsames hier. Weil manche, wie die Tradition uns lehrt, wird dieser Segen, oder sollte dieser Segen, von dem Kohanim, also vom Stamm Levi, ausgesprochen werden. Wenn kein Kohen in der Synagoge anwesend ist, dann darf der Leiter oder der Rabbi über die Gemeinde oder über die Synagoge auch sprechen. Aber es gibt etwas Seltsames hier, weil
es scheint, als würden die Kohanim eine besondere Kraft haben oder besondere Kräfte haben, so dass sie Brachot oder Segen dem Rest des Volkes geben können. Also, dass eben sie, nur sie, diese Segen aussprechen dürfen. Andererseits, wenn du eben ein bisschen von Torah verstehst, vom Weg nach Torah verstehst, dann wirst du feststellen, dass die Kohanim eigentlich Vermittler sind, Vermittler Gottes sind. Und die geben eben den Segen weiter. Oder durch ihnen wird der Segen gegeben. Das ist die Idee der Kohanim. Wenn du die letzten Kapitel gelesen hast, hast du mitbekommen, dass Hashem die Kohanim, den Stamm Levi, auserwählt hat, damit sie ihm dienen. Sie haben kein Land zugute, aber sie haben Hashem als ihr Reichtum. Und gleichzeitig sind sie Vermittler Gottes geworden. Laut den Weisen besteht der Birkat Kohanim, also diese Segen, aus 3 Teilen. Erstens bietet Gott, also der erste Teil bietet, dass Gott uns materielles Brachot, Bracha ist Segen, Brachot, Plural, Segnungen, zu geben, wie eben Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit. Der zweite Teil bittet, dass Gott uns Weisheit und spirituelle Einsicht gibt, oder geben soll. Und der dritte Teil bittet, dass Gott uns seinen Frieden senden soll. Das sind 3 Teile, die eben die Weisen uns angeben. Und die Frage für uns heute ist, warum steht die physische Belohnung, die materielle Belohnung an erster Stelle und nicht die spirituelle? Weil man hat ja, sagen wir mal, das Gefühl, man sollte ja erstmal das Spirituelle halten, damit eben das Materielle kommt. Und die Frage ist, wäre nicht zu erwarten, dass die Bracha der geistigen Unterscheidung früher kommen sollte? Es gibt einen Rabbi, Simcha Barnet heißt er. Er erklärt, dass die Antwort in der Geschichte des einfachen Mannes beginnt, der einen Wasserhahn in seinem Dorf findet. Er sagt, wie im Fall des Wasserhahns, in dem Wasser nur entnommen werden kann, wenn es an eine Wasserquelle angeschlossen ist, kann eine Person anderen keinen Bracha geben, es sei denn, er ist an Gott, an Hashem, die Quelle der Brachot, angeschlossen. Steht hier Geschichte des Wasserhahns. Lesen wir zusammen 1. Buch Mosche, Kapitel 12. Um dieses Prinzip der Torah besser zu verstehen. Kapitel 12, Vers 2. Als eben Hashem Abraham auserwählt hat, ihn gerufen hat, sagte er zu ihm in Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, den werde ich befluchen. Und in dir sollen gesegnet werden
alle Geschlechter der Erde. Also durch Abraham kommt der Segen. Amen. Das ist unser Vater Abraham. Psalm, lesen wir zusammen, Psalm 72. Psalm 72, Vers, am Ende 72, Vers 17. Sein Name wird ewig sein, solange die Sonne besteht, wird fortdauernd sein Name. Und in ihm wird man sich segnen. In wem? In Hashem. Alle Nationen werden ihn glücklich preisen. Also in ihm. Wo ist Hashem in der ganzen Geschichte? Also, wir haben gelesen, er wird also der Segen wird durch Abraham kommen. Und der Segen ist Hashem selbst. Also Abraham ist in ihm angeschlossen. Jetzt lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 25. Ihr seid die Söhne der Propheten und ihr seid mit aufgenommen in den Bund, den Gott mit euren Vätern beschloss, als er zu Abraham sagte, durch deine Nachkommen werden alle Familien der Erde gesegnet sein. So hat Gott seinen Knecht, den er auferweckt hat, das ist Mashiach Yeshua, zuerst zu euch gesendet, also das heißt nach Israel, damit er euch segne, indem er euch alle von euren bösen Wegen abbringe. Also damit man gesegnet wird, braucht man Hashem. Und Hashem möchte durch uns oder durch die Söhne Abrahams segnen. Und das passiert durch den Mashiach, durch sein Knecht, durch Yeshua. Verstanden? So, aber wir gehen weiter. Weil nur Gott kann den Menschen Erfolg, Fülle, Glück, Reichtum garantieren. Wahren Reichtum. Denn er ist die Quelle von allem. Die Kohanim haben keine magischen Kräfte. Gibt sogar im Judentum die Idee, dass wenn du eine Mezuzah bei dir zu Hause hast, dann bist du von allem Bösen beschützt. Da ist wie eine magische Kraft dahinter, nur weil die Mezuzah da ist. Aber das ist nicht der Fall. In allen Zeichen, die Hashem uns gegeben hat, sei es der Tzitzit, sei es eben die Mezuzah oder die Tefillim, all das sind Zeichen, damit wir uns an etwas erinnern, damit wir eben angeschlossen bleiben. Es gibt keine magischen Kräfte. Er war der Dienst des Heiligen Tempels, also Hashem hat den Dienst ja dem Stamm Levi gegeben, um die Kohanim als Kanäle für Gottes Brachot aufzunehmen, die zu seinem Volk gebracht werden sollten. Dieser Segen heißt Birkat Kohanim. Dieser Segen repräsentiert die Partnerschaft, die wir alle mit Gott in dieser Welt haben oder haben sollen. Gott gibt uns die Möglichkeit, Brachot jederzeit mit jeder kleinen guten Tat, die wir tun, auf die Welt zu bringen. Also das, was wir tun, durch den Glauben, weil wir ja in Hashem angeschlossen sind, durch Mashiach,
All das, was wir tun, ist ein Segen. Es sind Brachot, die wir in diese Welt bringen. Um die Fülle zu erleben, sollen wir vollkommen werden. Lesen wir in 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2, was Hashem ihr gesagt hat und uns geboten hat. 19, 2. Ihr sollt redet zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und spricht zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Schön und gut, wir sollen heilig sein. Im Matthäus-Evangelium sagt dann Maschiach als Bestätigung, Kapitel 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass unsere Väter gesagt wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, dann werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel werden. Denn es lässt seine Sonne scheinen auf gut und bösen Menschen gleichermaßen. Und er schickt Regen dem Gerechten und dem Ungerechten. Welchen Lohn habt ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Schließlich tun das sogar die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, tut ihr damit etwas Außergewöhnliches. Selbst die Goyim tun das. Deshalb seid vollkommen. Also seid heilig, seid vollkommen. So wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Steht hier, was ist hier das Rezept? Welche gute Taten sollen wir tun? Maschiach erklärt uns. Gib den Segen, den du erhalten hast, weiter. Sei es an die, die Freunde sind, die eben freundlich sind, die dein Glauben annehmen, oder sei es denen, die eben nicht tun, die Feinde sind, die das gar nicht wollen. Aber wir sollen beide Gruppen segnen, weil wir der Kanal sein Segen sind. Klar ist die Realität anders, oder nicht? Wir meinen, wir haben diese Mentalität, dass wir immer die volle Kontrolle über unser Leben haben. Alles, was wir tun, wir haben die Kontrolle. Meinen wir. Aber die Wahrheit ist, dass jeder Mensch unter seiner Kontrolle ist. Dass eine Person nicht einmal einen Finger rühren kann, wenn es nicht Gottes Wille ist. Wir haben viele Beispiele. Einer der größten Beispiele ist der Pharao. Er hat genau das getan, was er schon wollte. Und Israel hat den Pharao sogar gesegnet. Sogar Abraham hat den Pharao gesegnet. So wie eben später Mosche und Israel. Willkart vor ihm hilft uns daher, unsere Ziele, unsere Verantwortung in der materiellen Welt klar zu definieren. Gott sendet uns durch die chronologische Reihenfolge dieser 3 Punkte, die wir angeschaut haben, eine wichtige Botschaft in Bezug auf den richtigen Gebrauch der materiellen Welt. Weil der Segen, der erste Segen ist ja der materielle Segen.
Im Judentum gibt es da, oder viele, nicht nur im Judentum, aber in vielen Religionen, hat man eine Idee, einen Mythos, der sagt, dass du auf körperliche Freuden verzichten sollst, um Spiritualität zu erlangen. Ja, es gibt sogar die, die sich isolieren in einem Berg, in einem Ort, damit sie heiliger oder halt spiritueller werden. Wir haben in der Paraschat den Naziräer-Eid. Ja? Da ist dieser Eid, wo man freiwillig hineingeht oder diesen Eid ausspricht und lebt. Man tut das freiwillig, damit man heiliger wird. Das ist der Sinn vom Eid des Naziräer. Aber die Weisen sagen, dass du diesen Eid gar nicht brauchst. Wenn du zu einem Talmid Chacham ist ein Torah-Gelehrter oder ein Torah-Talmid-Jünger auf einem hohen spirituellen Niveau. Er muss nicht auf etwas verzichten, wie der Wein bei der Nazaräer-Gelübde, damit er spirituell in Spiritualität wächst. Weil für ihn ist die Spiritualität Alltag. Spiritualität ist nicht nur am Schabbat. Es ist nicht nur an den Feiertagen. Schabbat kommt jetzt, werde mit dem Geist erfüllt. Halleluja. Man hat diese Mentalität, dass an diesem Tag man muss, eben, weil dort in Postgeschichte so geschehen ist, dass an diesem Tag man wird ja erfüllt vom Ruhe. Aber ein Talmid Chacham ist einer, der stets darauf schaut, diesen Weg geht, um spiritueller zu werden, um den Ruhe, den Geist mehr und mehr zu bekommen. Es ist für ihn ein natürlicher Weg. Er braucht keinen Eid dafür. Es gibt ein anderes Konzept im Judentum. Und hier möchte ich mit euch etwas Spezifisches anschauen. Weil, um Segen zu erhalten, wenn ich hier den Appell mache, wer will gesegnet werden, da tun alle die Hände auf, sogar zwei. Wenn du drei hättest, würdest du ein Ski daraus machen. Aber die Idee ist, damit du Segen erhältst, damit du Segen weitergeben kannst, brauchst du die richtige Absicht. Weil Hashem benutzt jedermann, sei er gut oder böse, sei er ein Zadik, ein Gerechter oder Ungerechter. Er benutzt die Menschen, aber sein Segen, seine Fülle gibt er denen weiter, die bereit sind, eben diesen Segen weiterzugeben. Er gibt seine Fülle nicht jedermann. Nicht jeder Mann wird mit seinem Ruhe erfüllt. Nein, nur die, die bereit sind, das weiterzugeben. Und eben, hier in der Torah, in dieser Portion von heute, gibt es ein ziemlich gut Paraschat, das heißt, sind zwei Themen, die hintereinander geschrieben sind und scheinen, als würden sie eben nicht zusammenpassen. Aber nichts in der Torah ist geschrieben ohne Grund. Und diese Verbindung wollen wir heute uns anschauen, basierend eben auf der Segen im Kohen. Im Bamidbar, im 4. Buch Moshe, Kapitel 5, Kapitel 5, Vers 9.
lesen wir, und jedes Hebopfer von allen heiligen Dingen der Kinder Israel, welche sie den Priester darbringen, soll ihm gehören, also den Priester. Ja, ihm sollen eines jeden heiligen Dinge gehören. Was jemand dem Priester gibt, soll ihm gehören, also dem Priester. Und dann fängt die Torah in vielen Hinsichten ein neues Thema. Und der Herr redete zu Mose und sprach, redete zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn eines Mannes Weib ausschweift und Untreue gegen ihn begeht und ein Mann liegt bei ihr zur Begattung und es ist verborgen vor den Augen ihres Mannes und sie hat sich im Geheimen verunreinigt und es ist kein Zeuge gegen sie und sie ist nicht getappt worden und der Geist der Eifersucht kommt über ihn und er wird eifersüchtig auf sein Weib und sie hat sich verunreinigt oder der Geist der Eifersucht kommt über ihn. No. Ja, und sie hat sich nicht verunreinigt, so soll der Mann sein Weib zu den Priester bringen und ihre Opfergabe ihrethalben bringen, ein Zehntel Eva Gästen mehr. So bis dahin. Dann gerne das nachhinein lesen, den ganzen Kontext, also den ganzen Kapitel. Aber wir sehen hier zwei Themen. Erstmal eben das Thema des Master. Master ist der Zehntel der Feldproduktion, die sie damals ja erhalten haben. Also sie haben ja auf dem Feld gearbeitet und haben den Zehntel davon auf die Seite gelegt. Und dieser Zehntel war für den Kohen. Das war heilig für den Kohanim. Also für die Kohanim. Und wir sehen gleichzeitig eben diese Sota-Ritual. Sota ist eben, wenn der Mann meint, er hat einen Geist gesucht, dass eine Frau sich verunreinigt hat durch eben Ehebruch. Und der Mann ist hier, in diesem Fall, wenn er diesen Geist erhält, er ist gezwungen, zu dem Priester zu gehen, damit der Priester eben auch sagen kann, durch den Ritual, ob er seine Frau wieder haben kann. In dem Fall, ob sie beide wieder sich vereinen dürfen. Ob sie rein ist oder nicht. Aber nur der Priester kann ihm das sagen, durch den Ritual dieses Wassers. Das bedeutet, also laut die Rabbiner, also jetzt nochmals eben zu diesen zwei Themen, die scheinen nicht keine Logik zu haben, weil sie eben zusammen sind. Viele meinen, es sind zwei verschiedene Themen. Aber die Rabbiner sagen, dass jeder, der den Kohen sein Master, seinen Zehntel nicht gegeben hat, irgendwann wird er gezwungen sein, zum Kohen zu geben, um die Zeremonie des bitteren Wassers durchzuführen und zu klären, ob er seine Beziehung zu seiner Frau wieder aufnehmen kann oder nicht. Versteht ihr? Verständlich? Also die Idee ist, falls derjenige sein Master, sein Zehntel nicht gegeben hat, Hashem wird eine Situation bringen, damit er eben gezwungen wird, zu den Kohen zu gehen, um Hilfe zu suchen. Die Person, die den Kohen seinen Master nicht gegeben hat, erweist sich nicht allein als geizig.
Ja, das ist nicht. Weil das Erste, was in den Sinn kommt, ja, der ist ein geiziger Mensch. Also nicht allein geizig. Die Weisen sagen, da er sein Maße und seine Produktion getrennt hat, er hat diesen Zehntel auf die Seite gelegt, aber er zeigt, dass er eine dominierende Person ist, weil er eben diesen Maße nicht gegeben hat. Er hat auf die Seite gelegt, aber es nicht gegeben. Er möchte eben, dass der Kohen unter seiner Kontrolle bleibt. Also er meint, dass der Kohen von ihm abhängig ist. Und das ist in Zusammenfassung eine Person, die eben dominiert. Eine Person, die die Menschen dominiert. Dominieren will. Eine dominante Person. Es ist interessant hier, dass die Bestrafung dieser dominanten Person Midah kneget Midah ist. Also Maß für Maß. Das heißt, seine eigene Frau, über die er die Kontrolle ausüben wollte, war ihm verboten worden. Und der Einzige, der ihm erlauben konnte, seine Beziehung zu ihr wieder aufzunehmen, war der Kohen. Und er wollte eben, also dieser Mann wollte eben den Kohen kontrollieren. Stellen Sie das mal vor, wenn derjenige, also die Person, eben der Kohen kontrollieren wollte, heißt das, dass er nicht nur der Kohen kontrollieren wollte. Er wollte Hashem kontrollieren. Weil der Kohen ist ja derjenige, der Wasserhahn, sagen wir so, der Kanal für den Segen. Und dies veranlasste ihn, sich der Realität zu stellen, über die er tatsächlich auch keine Kontrolle hat. Die Person, die immer anderen Willen auf seinen Willen aufzwingen will, tut dies letztendlich auch eben mit Gott. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die ihr kennt. Das ist in Apostelgeschichte, Kapitel 5. Ein Beispiel von diesem Prinzip. Kapitel 5, Vers 1. Es war aber ein Mann namens Hanania, der zusammen mit seiner Frau Shapira einigen Besitz verkaufte und mit dem Wissen seiner Frau etwas von dem Erlös für sich selbst behielt. Den Rest aber brachte er den Gesandten. Da sagte Kefa, warum hat er diese Sache dein Herz so erfüllt, dass du den Ruach HaKodesh berührst und etwas von dem Geld, das du für das Land erhalten hast, zurückbehältst? Bevor du ihn verkauft hast, war der Besitz dein Eigentum. Und nachdem du ihn verkauft hast, war das Geld dein, damit zu tun, was es dir gefällt. Was hat dich also veranlasst, so etwas zu tun? Was sagt Kefa zu ihm? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als er diese Worte hörte, fiel Hanania tot zu Boden. Und jeder, der davon hörte, war entsetzt. Die jungen Männer standen auf, wickelten seinen Leichnam in ein Leichentuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau herein, die nicht wusste, was geschehen war. Kefa stellte sie zur Rede. Sag mir, ist es wahr, dass ihr das Land für so und so viel verkauft habt? Ja, antwortete sie. Das wurde uns dafür bezahlt. Doch Kefa entgegnete ihr,
Warum habt ihr Leute euch beschworen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Hört zu, die Männer, die deinen Mann begraben haben, stehen an der Tür. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich brach sie zu seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot vor, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. In der Folge kam große Furcht über die messianische Gemeinschaft, ja über jeden, der davon hört. Das soll auch uns das soll auch ein Erlebnis für uns sein. Weil wenn wir, ich meine, hier ist ein klares Beispiel von dem, was dieses Prinzip aussagt. Wenn man meint, dass derjenige von mir abhängig ist, er ist von mir abhängig, er ist von meinem Geld abhängig, er ist von meinen Besitzern abhängig, er ist von meiner Arbeit abhängig. Ist nicht so. Hashem ist von niemandem abhängig. Eine Gemeinde, eine Synagoge ist von niemandem abhängig, außer Hashem selbst. Jeder Mann du hast eine Mission in dieser Welt. Deine Mission ist, Segen zu sein, Segen weiterzugeben, ohne dass du eben schaust, ob derjenige gut ist oder schlecht ist, ob es dir passt oder nicht. Weil wenn Hashem dich zu einer Situation bringt, um dich zu prüfen, um dein Herz zu prüfen, sei es etwas, das dir gefällt oder nicht, du sollst bereit sein, Segen auszusprechen. Wir verfluchen nicht. Wir verfluchen niemanden. Die Geschichte von Job ist auch ein großes Beispiel für uns. Seine Frau wollte Hashem verfluchen. Aber Job hat alles verloren. Er hat sogar in seinem Fleisch den Schmerz gespürt. Aber er hat Hashem nicht verflucht. Hat ihn gesegnet. Er wusste, alles kommt von ihm. Und das macht den Unterschied aus zwischen jemandem, der ein Zadik, ein Gerechter ist, und derjenige, der nicht ist. Und das macht eben auch den Unterschied aus, ob du ein Segen bist oder nicht. Ob du hier bist, in der Gemeinschaft, in der Synagoge, in deiner Familie, ob du dort ein Segen bist für dich, oder du tust nur das, damit sie dir eben zurückgeben. Ich habe einen Sohn, 10-jährig. Ich segne ihn, auch wenn er eben noch viele Fehler begeht. Wenn ich erwarte, dass er perfekt ist, vollkommen ist, damit ich ihn segne, wann wird das sein? So ist auch Hashem, der segnet die Guten und die Schlechten. Er bringt Regen für die Gerechten und Ungerechten. Damit wir vollkommen werden, damit wir zum dritten Teil von diesem Segen ankommen, sind 3 Teile, damit wir zum dritten Teil kommen, zum Teil der Shalom, der Vollkommenheit, müssen wir erstmal den ersten Schritt unternehmen und aufhören zu meinen, dass wir irgendetwas unter Kontrolle haben. Wir gehen schnell die 3 Punkte durch. Erstmal, hier wäre die Frage eigentlich schon. Der Herr segne dich und behüte dich. Er wird dich mit heiligem Reichtum segnen, für den du nicht sehr hart arbeiten und frei sein musst und dich der spirituellen Suche widmen kannst und dich vor Schaden und andere Ängste schützen. Eben, das Materielle
mit dem Materiellen wird er dich segnen. Und dadurch wirst du Furcht vor Gott entwickeln, weil du dir bewusst bist, dass alles, was du bekommst, von ihm kommt. Und alles, was du von ihm bekommst, ist da, um weiterzugeben. Indem Gott uns physische Güter hier bespricht, und das ist in erster Stelle gesetzt, lehrt er uns, dass es keinen Widerspruch zwischen dem Materiellen und dem Geistigen gibt, wie viele es meinen. Ein muss aus dieser materiellen Welt hinaus und anfangen zu fliegen, damit ich eben heilig aussehe. Schon mal davon gehört oder schon so ausgesprochen. Es ist klar eine schwierige Prüfung. In Matthäus Evangelium Kapitel 19 lehrt uns Maschiach das Prinzip von der Torah. 19, 23, Matthäus Evangelium 19, 23. Da sagt Jeschua zu seinen Talmidim, ja, ich sage euch, dass es sehr schwer ist für einen reichen Mann ins Reich des Himmels einzugehen. Und ich sage euch auch, dass es leichter ist für ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchzugehen, als für einen reichen Mann ins Reich Gottes einzugehen. Als sie dann mit ihm das hörten, waren sie höchst bewundert. Wer, fragten sie, kann dann gerettet werden? Jeschua sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Doch bei Gott ist alles möglich. Wieso? Weil das Materielle ist mit dem Spirituellen verbunden. Schau deinen Körper an. Er ist hier, oder? Du bist hier. Amen. Du bist in deinem Körper drin. Ja? Aber du bist da, materiell bist du da. Du bist physisch da. Du kannst das nicht trennen. Wenn Maschiach sagt, dass es für einen reichen Mann schwierig ist, unmöglich ist, in das Reich Gottes hineinzukommen, meint er eben derjenige, der meint, alles zu haben. Wir studieren ja im Moment Offenbarung, das Buch Offenbarung. Heute studieren wir die siebte Gemeinde dort. Und die siebte Gemeinde meint eben, dass sie reich und erfüllt sind. Aber Maschiach sagt zu ihnen, du weißt gar nichts. Du bist nackt, du bist arm, du bist wertlos. Weshalb? Weil sie ihre Reichtümer anderswo gekauft haben, nicht bei ihm. Die physische Güter, also das physische Segen, das wir erhalten, soll uns auch dazu helfen, eben geistig zu wachsen. Zum Beispiel kann physischer Reichtum uns den Seelenfrieden geben, der notwendig ist, um spirituelle Bestrebungen zu verfolgen. Was heißt das? Zum Beispiel eine gute Bibel zu kaufen, Kommentare zu kaufen, in deine Spiritualität zu investieren. Du brauchst physische Güter, Gaben. Wenn du mal nach Israel reist, du musst ein Flugzeug benutzen. Ist der spirituell, dieses Flugzeug. Nicht physisch. Alles, was du tust, ist mit dem Physischen verbunden.
Wenn Reichtum für das Streben nach Torah und Mitzvot verwendet wird, wird er auf spiritueller Ebene erhoben. Darüber hinaus endet der letzte Teil der Bracha hier mit der Bitte an Gott, unseren physischen Brachot zu bewachen und zu schützen. Das hilft uns zu erkennen, dass unsere materiellen Besitztümer zerbrechlich sind und nicht ewig dauern. Das möchte ich noch mit euch lesen, Matthäus Evangelium, Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 19. Da sagt der Maschiach, sammelt euch nicht Reichtümer hier auf Erden, wo Mord und Rost ihr Zerstörungswerk tun und Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten und Rost ihr Zerstörungswerk tun und Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo deine Reichtümer sind, da wird auch dein Herz sein. Amen. Also mehr muss ich da auch nicht viel dazu sagen. Weil laut unseren Weisen ist der beste Weg für jemanden, seinen Reichtum zu bewahren, also laut Israel, laut den Weisen, du gibst dein Reichtum weiter durch Zedakah. Was ist Zedakah? Zedakah literarisch heißt Gerechtigkeitstun. Das ist Zedakah, Wohltätigkeit. Aber es ist literal eben Gerechtigkeit. Wenn du jemandem Zedakah gibst, mit den Reichtümern, die er dir gegeben hat, dann tust du Gerechtigkeit und gleichzeitig eine gute Taten. Vielleicht haben viele von euch, wie ich, im Christentum gelernt, nein, du brauchst nichts zu tun, weil du schon gerettet bist durch Jesus. Du musst nichts tun. Erhebe deine Hand, sprich es aus, was du an ihn glaubst. Dann gibt es eine Taufe. Alles gut. Ist gerettet. Du musst nichts mehr tun. Und das wird immer wieder gesagt, wir nichts tun. Und dann kommt man zum Schluss, ja, ich mache Ferien jetzt. Machen wir gar nichts mehr. Aber man tut, ich habe das auch erlebt, man tut schon vieles, man versucht vieles zu tun, aber immer mit diesem Hintergedanke, dass man eigentlich nichts tun sollte. Ist das nicht wahr? Man soll einander lieben, man soll die guten Taten tun, etc. Aber immer mit diesem Hintergedanken, dass man nichts tun soll. Das ist falsch, weil die Absicht ist nicht richtig. Die Absicht soll sein, ich bin ein Segen, ich bin der Wasserhahn, ich bin an Hashem verbunden und ich bin da, um zu segnen. Das ist Teil unserer Identität. Lukas, Kapitel 12, Vers 29. Mit anderen Worten, müht euch nicht ab darum, dass ihr essen und was ihr trinken werdet, sorgt euch nicht. Und so weiter, da kennt ihr. Dann im Vers 33, verkauft, was euch gehört und tut Zedakah, oder Gerechtigkeit, Opfergabe. Macht euch Börsen, die nicht leer werden. Schafft euch Reichtümer im Himmel, die niemals vergehen, wo kein Räuber hinkommt, keine Motten ihr Zerstörungswerk tun. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein.
viel gesprochen, ich weiß. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen davon. Im Schnelldurchlauf noch der zweite Segen. Das ist nicht so lang wie der erste. Keine Sorge. Der zweite Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Das steht für göttliche Gunst. Es ist die Bracha, um Wahrheit zu erhalten. Ihr könnt das in Sprüche lesen. Ich werde nicht alles jetzt aufmachen, aber damit du Furcht vor Hashem entwickelst, brauchst du Wahrheit. Und von wo kommt diese Wahrheit? Das müssen wir lesen. Im Psalm 119. Psalm 119. Vers 97, 98. Wie liebe ich dein Gesetz, dein Torah? Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Mein Sinnen den ganzen Tag. Weise als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn immer sind sie bei dir. Das ist Wahrheit. Seine Gebote halten. Du liest auch in Jakobusbrief, er sagt, bitte um Wahrheit, er wird dir das geben. Aber du musst glauben, dass du ein Segen bist, weil die Wahrheit soll nicht einfach kommen, damit du eben dich als spiritueller als die anderen ansiehst. Nicht das Ziel der Wahrheit. Das Ziel der Wahrheit ist, dass du genau weißt, wie du den Segen, den du erhalten hast, einsetzen sollst. Der dritte Punkt. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Die Offenbarung des Antlitzes Gottes wird durch Nächstenliebe hervorgerufen. Sagt der Maschiach. Als der Jünger gefragt hat, zeig uns den Vater. Was sagt er? Schau mich an. Du wirst ihn sehen. Wenn wir Nächstenliebe geben, verdienen wir Frieden, wie im Bekehrwort gelehrt wird. Da steht, je mehr Nächstenliebe, desto mehr Frieden. Der letzte Teil von der Bracha ist eine Bitte um Shalom und Frieden und Vollkommenheit. Es ist klar, wenn wir eben beten, sei es zu Hause oder hier, wir beten um Weltfrieden, um Frieden über diese Welt, um Frieden über die Menschen, die würdig sind, Frieden zu erhalten. Und Maschiach selbst sagte, wenn du irgendwo hingehst, sage Shalom zu diesem Haus. Wenn derjenige würdig ist, wird er Frieden erhalten. Wenn nicht, kommt der Frieden zurück. Deswegen bist du derjenige, der Frieden bringt für die Welt, für deine Familie, für das jüdische Volk, für die Synagoge, für dein Glaubensgeschwister. Im Psalm 122, kannst du dann lesen, wird gesagt, dass man ihren Frieden, für Frieden in Jerusalem beten soll. Und dadurch bekommt man Frieden. Wenn man ja das Volk Israel segnet. Es ist jedoch auch eine Bitte an Gott, jedem von uns den inneren Frieden zu geben, den wir so verzweifelt suchen. Jeder Mann sucht Frieden. Wir wissen, dass Jesaja 53 sagt, dass Maschiach durch sein Opfer, er hat uns Frieden gebracht mit Gott. In Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 13, sagt,
Nun aber seid ihr, die ihr einst fern wart, also ohne Frieden, durch das Vergießen des Blutes des Messias nah geworden. Genau das, was Jesaja 53 ausspricht. Vers 14. Denn er selbst ist euer Shalom. Halleluja. Wenn wir den Segen aussprechen, bitten wir um Shalom. Um was bitten wir? Mehr von Mashiach. Er hat aus uns beiden, also aus dem Volk Israel und dem Goyim, eins gemacht und hat die Mechitza aus diesem, das hier sagt man, das getrennt hat, diese Trennung gemacht hat zwischen Heiligen und Heiligen Seiten. Ein Vorhang, genau, danke, ein Vorhang. Eine, die uns getrennt hat, indem er in seinem eigenen Leib die Feindschaft zerstörte, die durch die Torah mit ihren Geboten in der Form von Ritualen hervorgerufen wurde. Er hat das, um in der Vereinigung mit sich selbst, mit ihm, mit Mashiach, aus den zwei Gruppen eine einzige neue Menschheit zu schaffen. Und auf diese Weise Shalom, Frieden, Shalom zu schaffen. Und um beide in einem einzigen Leib mit Gott zu versöhnen, indem er als ein Verbrecher am Pfahl hingerichtet wurde und auf diese Weise in sich selbst die Feindschaft tötete. Und als er kam, verkündete er als gute Nachricht, was? Shalom euch fern und Shalom euch nahen. Die Nachricht, dass wir beide durch ihn in einem Geist Zugang zum Vater haben. Amen. Das ist wunderbar. Das ist Shavuot. Wenn du Frieden mit Hashem hast, durch Mashiach, erlebst du den Segen von Shavuot. Ganz am Ende, wenn wir eben den Segen aussprechen, wird uns eben noch gesagt, dass durch diese Shalom eben Vollkommenheit kommen wird. Der Weg zum Frieden führt uns über die Tora. Ich beschleunige mal. Es gibt noch mehr, ihr könnt das nachhinein noch lesen. Genau. Auf diese Weise können alle unsere Energien frei und ohne Zweifel oder Verwirrung fließen lassen und uns dazu bringen, bedeutende Momente hervorzubringen, die für die Ewigkeit andauern werden. Wann soll das geschehen? Heute. Nicht morgen, warte nicht drauf. Heute. Genau. Am Ende haben wir ja diesen Satz noch, und sie werden meinen Namen auf die Kinder Israel setzen und ich werde sie segnen. Weil am Ende, wenn eben die Bracha, der Segen, die Kat Kohanim ausgesprochen wurde, wird sein Name auf dem Volk Israel sein. Das bedeutet, dass der echte Bracha, also der wahre Segen, nur dann auftritt, wenn die Kohanim nicht vergessen, den Wasserhahn, der wahren Quelle in Brachot zu betreten. Von dem aus gehen wir zu dem zurück, was wir am Anfang gesprochen haben. Damit du diesen Segen von den Kohanim erhältst, musst du aufhören zu meinen, dass du Herr über dich selbst bist. Und anfangen, eben ein Segen zu sein, den Segen auszusprechen, den das weiterzugeben, was du erhalten hast. Adonai Echad.
Gut. Das sehen. Aber ich möchte mit dem Psalm 1 beenden. Das wird bei uns in der Internetseite drauf sein. Ich will dann lesen, was noch alles hier geschrieben wurde. Und der Psalm 1 ist, sagen wir mal, die Zusammenfassung von all das, was wir hier ausgesprochen haben. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat die Torah des Herrn. Und über sein Gesetz, über sein Torah, singt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbecken, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht gefällt. Und alles, was er tut, gelingt, weshalb er ein Segen ist. Nicht so die Gesetzlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gesetzlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr, denn Adonai kennt den Weg der Gerechten, aber der gesetzlosen Weg wird vergehen. Amen. Beten wir noch. Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn, unser Messias Jeschua, wir preisen deinen Namen, der überall Namen. Wir bekennen, wie dominant wir geworden sind in vielen Bereichen und haben nicht auf dich vertraut in allen Bereichen unseres Lebens. Wir bekennen, Herr, dass wir deine Wahrheit brauchen. Denn du segnest uns mit all die Geschenke vom Alltag, all die Güten, die du uns schenkst, ist so wunderbar. Und wir bekennen, dass es von dir kommt, nicht von uns selbst. Weil alles ist für dich gemacht worden. Aber gleichzeitig brauchen wir deine Wahrheit. Wir brauchen deinen Segen über uns. Wir wollen in dir bleiben. Wir wollen mit dir verbunden sein. Durch Mashiach, dein Mashiach Yeshua. Gleichzeitig, Herr, wir wollen ein Segen sein in dieser Welt. Auch wenn diese Welt verloren geht, auch wenn der Gesetzlose eben an dem Tag, an dem letzten Tag nicht durchgehen wird. Wir segnen, Herr. Wir segnen jeder Mann, jede Frau hier und heute. Sei es diejenigen, die hier dabei sind, die zuhören, und diejenigen, die nicht zuhören hier in der Schweiz, in Europa. Im Speziell in Israel. Wir segnen, Herr, jeden Einzelnen, der an dich glaubt, der zu dir ruft. Wir segnen ihn im Namen von Mashiach Yeshua. So wie auch diejenigen, Herr, die in der Welt sind, die nicht danach suchen. Du bist der, der ruft. Rufe auf sie. Rufe dein aus der Welt. Bitte dich. Durch uns hier in der Schweiz. Bitte dich, Herr, auch um deine Shalom für unsere Familien, unser Haus, über diejenigen, die nicht hören wollen. Wir segnen sie mit deinem Shalom. Herr, wir segnen hier Bevölkerung der Schweiz sowie eben der Bundesrat. Wir segnen, Herr, auch die Behörde von Israel.
Wir segnen Jerusalem. Im Namen von deinem Maschiach, Yeshua. Und wir danken dir, dass du nicht nur das tust, was wir hier sagen, aber mehr vor allem im Überfluss denen segnest. Wir danken dir schon jetzt dafür. Amen.